Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich meine zwei chinesischen Ulmen umtopfen werde. Ja, und im Anschluss werden sie auch noch etwas in Form geschnitten werden. So, die kleinere, die kann jetzt erst einmal beiseite, die ist als letztes dran. Ich bin mal gespannt, wie gut die gewachsen sind im Laufe der Zeit. Ich hatte sie das letzte Mal 2022 umgetopft. So, ich nehme wir hier erstmal hinaus, aber ich denke, ich werde auch mal die Perspektive für euch wechseln. Eieiei, sie ist etwas festgewurzelt. Ich hatte die beiden jetzt auch ein paar Tage mal nicht gewässert. Ja, einfach damit ich es einfacher habe, das Substrat hier gleich abzufrieren. Und hier ist so ein Gitter dran hängen geblieben. Zack, legen wir mal eben beiseite. Aber die ist ordentlich gewachsen, hat mittlerweile angefangen, dass die Wurzeln halt hier so im Kreis drumherum wachsen. Ich hätte sie jetzt auch gut und gerne noch ein Jahr in der Schale drinnen lassen können. Aber sie hier erhält gleich eine neue Schale. Und die Schale bekommt dann wiederum die kleine. Die Schale ist zwar einen Tacken zu groß für die Pflanze, aber ich möchte die Schale unbedingt abändern. Und dann werde ich jetzt hier mit meiner Wurzelkralle mal vorsichtig das Substrat hier abfriemeln. Immer so peu à peu arbeiten. Und was wollte ich noch sagen? Wenn das jetzt bei euch sehr warm sein sollte, dann gelegentlich die Wurzeln auch mal ein bisschen mit Wasser einsprühen. Nicht, dass die euch im schlimmsten Fall noch vertrocknen. Aber ich denke, ich werde das jetzt hier auch mal ein bisschen beschleunigen, weil das dauert ja auch eine Weile, bis man das Substrat hier vorsichtig abgefriemelt hat. Und das neue und alte Substrat werden gleich untereinander gemischt werden, weil ich werde jetzt von dem alten Substrat nicht gleich alles einfach mal entsorgen. Wie gesagt, das wird hier gleich gemischt werden. Diese abgestorbenen Blättchen, die friemeln wir mal beiseite. Die will ich gleich nicht in dem Substrat mit drin haben. Oder ich mache das mal eben anders. Zack, so geht es dann auch mal. Das alte Substrat habe ich jetzt weitestgehend entfernt und hier am Stammbereich habe ich es jetzt aber auch mal vorsichtig aufgelockert. Hat auch den Vorteil, dann kommt hier wieder Sauerstoff an die Wurzeln heran. So, und jetzt werden die Wurzeln mal zurückgeschnitten werden, weil so dicke Wurzeln, die wollen wir nicht haben. Wir wollen viele feine Wurzeln haben, weil die sind dann für die Wasseraufnahme und Aufnahme von Nährstoffen zuständig. Von daher, diese dicken brauchen wir hier nicht. Ich muss die auch gleich noch etwas sortieren. Das legen wir mal dahin. So, mal eben hier Lucky. Ja, da können wir noch einen Tacken wegnehmen. Wichtig sind wirklich diese vielen feinen Verzweigungen, Verwurzelungen der Wurzeln. Die sind am wichtigsten. So, eben schauen. Ich werde die auch nachher ein bisschen mehr anders hinlegen, die Wurzeln. Da haben wir noch eine ganz dicke. Einkürzen. Eieiei. Die hat ein ganz cooles Wachstum. Die lasse ich mal erstmal so lang. Ah, ich habe vergessen, die neue Schale mir mal hinzuzuholen. Fällt mir gerade mal so auf. Okay. Aber freut mich, dass die sich so gut entwickelt bei mir, die Ulme. Freut mich wirklich. Ich habe die, mal eben überlegen, 2019 erhalten. Ne? Ist jetzt auch schon eine Weile wieder bei mir. Aber die Ulmen, die wachsen eigentlich auch relativ gut. Ich bin mal hier bei diesem Discounter-Bonsai gleich mal gespannt. Ach, worauf ich auch immer achte, der Wurzelansatz, den mag ich persönlich auch immer voll gerne. Und ich arbeite den immer ganz gerne so hervor, dass man halt auch einen Teil davon nachher sehen kann. Ich finde das immer toll, ne? Diesen Stammansatz und dann halt, wo es zu den Wurzeln hingeht, finde ich immer mit am schönsten bei einem Bonsai. So, jetzt machen wir das hier mal eben beiseite und ich hole mal die neue Schale. So, meine neue Bonsai-Schale habe ich jetzt am Start. Ist jetzt letzten Endes eigentlich einen Tacken zu groß für den Bonsai, aber bringt auch den Vorteil mit sich, man hat nicht so einen Stress, was das Wässern angeht. Normalerweise werden sie teilweise im Sommer, wenn wir wirklich um die 40 Grad haben, bei mir bis zu 3-mal täglich gewässert. Aber oftmals habe ich das Problem, dass ich das halt nicht so hinbekomme, außer halt morgens und abends. Und dann hat man es letzten Endes mit dem Wässern auch wiederum etwas einfacher, als wenn man die jetzt in so super flache Schalen setzt.
Die super flachen Schalen, die sehen natürlich auch optisch nochmal viel, viel cooler aus, wie ich zumindest finde. Aber ja, ich gehe da lieber jetzt ein bisschen mehr auf die Vitalität der Pflanze, als dass das hier optisch der Knaller ist. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Na, hier waren aus Versehen im alten Substrat ein paar Blättchen. Ach ja, und Thema Substrat, das ist jetzt hier eine fertige Bonsai-Erde für Laubgehölze. Ich hole die halt immer im Bonsai-Zentrum. Man kann die Erde natürlich auch sich selber mal fertig machen, aber ist bei mir jetzt auch wieder ein Zeitproblem. Insofern kaufe ich die einfach ganz entspannt mal fertig. So, vermischen wir das Ganze hier mal. Ach, und dieser Draht, der hier jetzt hervorschaut, den werde ich gleich noch nicht mal unbedingt zum Befestigen der Pflanze nehmen, weil ich wollte hier noch 2 Äste etwas nach unten hinweg spannen. Dann kann ich da halt, ja, da was dran befestigen an diesem Draht. Mal eben schauen. Kann es noch einen Tacken höher. Erstmal hier gucken, wie hoch will man den überhaupt haben. So, nochmal ein bisschen neues Substrat hinzu. Ich muss mir auch gleich noch mehr hinzuholen. Das wird jetzt hier nicht reichen. Aber ich glaube, der Topf, der steht dem nachher auch ganz gut. Ja, noch ein bisschen. Die Wurzeln habe ich mir jetzt auch wieder zurechtgelegt und dann werde ich jetzt mal das restliche Substrat hier auffüllen. Es wird jetzt auch gleich noch etwas besser eingearbeitet werden, das Substrat. Ich nehme jetzt mal wieder etwas von dem alten, packe das hier mal in das neue mit hinein. Ja, und zum weiteren Einarbeiten verwende ich immer, ach, was heißt immer, ne? Mal die Wurzelkralle, mal so einen Dorn. Einfach hier so peu à peu einarbeiten, dass halt an den Wurzeln nachher keine Hohlräume sind. Weil das mögen die Pflanzen im Allgemeinen nicht, wenn die Wurzeln halt nicht gescheit mit Substrat bedeckt ist. Dann haben sie halt Probleme im Laufe der Zeit halt auch anzuwachsen. Dann einfach mal hier so einen Dorn nehmen oder einen Schaschlik-Spieß würde auch gehen, wenn man jetzt hier noch komplett am Anfang der Bonsai-Geschichte ist. Oder halt eine Wurzelkralle oder was kann man noch nehmen? China-Stäbchen geht auch super. Aber ich werde jetzt heute mal diesen Dorn hier nehmen. Ich drehe das hier auch mehr so rein, das Substrat. Manchmal mache ich aber auch den hier, Schuckel, Schuckel, Schuckel. Aber wenn man das hier so einarbeitet, indem man das hier immer so hin und her dreht, wie bei so einem Kreisel oder Strudel, dann geht es noch besser. Aber es kommt immer drauf an, wie ich so drauf bin an dem Tag. So, das neue Substrat habe ich jetzt soweit eingearbeitet und dann werde ich ihn auch schon mal ein klein wenig angießen. Es hat jetzt hier auch eine Weile gedauert, bis ich damit fertig war. Ich glaube eine halbe Stunde mit Sicherheit. Ja, ich wollte jetzt hier nicht aus Versehen noch einen Ast abbrechen. Aber ich finde, die Schale, die steht dem auch richtig gut. Und ich habe jetzt hier jeweils links und rechts meinen Draht. Den nehme ich jetzt nochmal sicherheitshalber, um die Pflanze auch letzten Endes zu befestigen. So rum. Nur so ganz easy, locker. Und das wird hier gleich wiederum verwendet werden, um da ein bisschen, welchen wollte ich nochmal? Ach, den hier, den wollte ich etwas nach unten hinweg spannen. Ich muss das hier mal eben gescheit verzwirbeln. Muss ja nachher hier auch gut halten. Ja, und hat auch den Vorteil, ne, wenn da jetzt mal Sturm sein sollte, wobei er bleibt jetzt hier noch bis April in meiner unbeheizten Werkstatt stehen, dann können die nicht so schnell umkippen, die Bonsai. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Weil der muss ja jetzt erstmal wieder hier in die Schale hineinwachsen. Sollte ich vielleicht auch mal erwähnen, den überschüssigen Draht kann man nachher einfach mal abschneiden. Ich werde ihn aber schon etwas sichtbar lassen. Mich stört das jetzt überhaupt nicht. Dann habe ich es auch später einfacher, das wieder abzufriemeln. Ja. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die Ulme direkt nach dem Umtopfen in Form zu schneiden. Allerdings hatte ich solche schlimmen Kopfschmerzen bekommen und von daher sind jetzt für mich ein paar Tage vergangen. Aber ist jetzt egal, für euch geht es jetzt direkt weiter. Ja, jedenfalls habe ich halt vor, diesen ganzen Austrieb aus dem letzten Jahr auf, sagen wir mal, 2 bis 4 Blätter zurückzuschneiden. Das sind jetzt hier so wirklich so kleine Detailarbeiten. Und dann habe ich aber auch hier einen Bereich. Den werde ich höchstwahrscheinlich stärker zurückschneiden. Davon mal abgesehen ist hier auch so eine Geschichte, da wachsen Zweige über Kreuz.
Ist auf Dauer gesehen dann auch etwas ungünstig. Ich muss aber jetzt mal gleich selber etwas darüber nachdenken, wie viel ich da abnehmen möchte. Hätte auch den Vorteil, dass man hier wieder etwas besser mal die Stammform erkennen kann. Aber ich mache jetzt hier erstmal nur diese kleinen Schnitte und dann überlege ich mal im Laufe des Prozesses, wie ich hier weiter vorgehen möchte. Kann auch sein, dass ich den hier etwas nach unten hinspanne, also mit Draht, und eventuell den hier auch. Aber jetzt erstmal peu à peu schneiden und dann gucken wir mal, wie es hier weitergehen wird. Die ist auch bereits wieder am Ausschlagen. Ne, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ihr es jetzt erkennen könnt, aber hier sind so kleine süße Knospen. Und ja, dann werde ich das jetzt aber auch mal für euch beschleunigen. Letzten Endes soll das Ganze hier auch etwas luftiger gestaltet werden. Auch so Äste, die so nach oben hin wegschießen, die nehme ich komplett bis zur Basis weg. Also halt bis zu der Stelle, wo er halt anfängt zu entspringen, anfängt zu wachsen. Ne? Dann haben wir hier auch sowas. Aber das muss man jetzt wirklich mit Ruhe und Geduld machen. Nicht, dass man sich dann hinterher dann doch noch ärgert. Weil leider ist ja nun mal auch ab ist ab. Ja, so gefällt mir meine Ulme auf jeden Fall schon mal besser. Hier im oberen Bereich habe ich jetzt nicht komplett fertig geschnitten. Da werde ich erstmal abwarten, wie sich das überhaupt im Laufe der Zeit entwickeln wird. Wenn es dann wieder Richtung Herbst geht, dann werde ich hier wahrscheinlich größere Schnitte mal wagen. Ja, und das hier, das soll letzten Endes auch mal, ich sag mal, ein neues Polster werden. Vielleicht auch ein neuer Kronenaufbau, aber da muss man jetzt erstmal abwarten und Tee trinken. Das Einzige, was ich jetzt bei ihr noch machen werde, oh, hier ist irgendwas gerade abgebrochen, aber war sowieso kaputt. Ich werde sie so ein bisschen in Form spannen, also halt, wartet mal, welchen wollte ich jetzt spannen? Den hier etwas nach unten und dann den hier einen Tacken nach unten. Ich nehme jetzt hier einfach mal Draht. Man könnte da jetzt auch noch was drunter legen, damit das hier nicht so schnell Abdrücke auf dem Holz gibt, also mit dem Draht. Aber ich werde das ständig überprüfen, ob da irgendwas schon am Einwachsen ist oder halt nicht. Deswegen mache ich mir da jetzt überhaupt keine Gedanken. Immer halt kontrollieren. Es gibt aber auch so, ja, so kleine Röhrchen, ne? Die könnte man da jetzt noch mit dran machen. Aber wenn man das Ganze immer ordentlich überprüft im Laufe der Zeit, dann kriegt man es auch rechtzeitig mit. Ich habe jetzt hier mal eine Schlaufe. So, jetzt wollen wir mal gucken. Aber ich muss ein bisschen mehr ans Ende. Könnte jetzt auch theoretisch gesehen hier ein Gewicht dranhängen. Das gibt es auch für die Bonsai. Weil die Ulme, die hat jetzt auch schon ein ordentliches Alter. Mit der Gestaltung wurde in den 80ern angefangen. So, jetzt gehen wir mal hier unten entlang. Die Lüt. Mal vorsichtig knicken. Und dann lieber immer im Laufe der Zeit nochmal nachspannen, ne? Peu à peu bei so ganz alten Ästen. Meine zweite Ulme werde ich nun komplett im Zeitraffer-Modus umtopfen und schneiden, weil so viel kann ich euch jetzt dazu ehrlich gesagt auch nicht mehr erzählen. Du kannst jetzt mal beiseite. Ach, die ist so cool. Ich mag die total gerne. Das hier sollte ich aber vielleicht mal eben wegräumen. So. Ach, ich müsste hier echt mal so einen Mülleimer unter meinem Arbeitstisch haben. Das wird vieles einfacher machen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die hier überhaupt aussieht. Und dann kommt aber gleich definitiv der Zeitraffer. Hier gab es übrigens einen Vorfall. Da hatte Madame Maus dran rumgekratzt. Von daher werden die Wurzeln wahrscheinlich nicht so prall sein. Ah, schaut mal. Sie ist am Wachsen. Und was wollte ich jetzt noch erzählen, bevor definitiv der Zeitraffer kommt? Die erhält dann diese Schale, weil ich denke, das wird dann auch farblich besser zu ihr passen. Die hätte ich jetzt definitiv noch nicht umtopfen müssen. Aber dadurch, dass halt dieses Tierchen da dran rumgeknabbert hatte, wollte ich jetzt auf Nummer sicher gehen und das Ganze mal überprüfen. Aber schaut mal, ne? Hier sind überall neue Wurzeln. Ja, und das ist jetzt ein Bonsai, der stammt aus dem Supermarkt. So viel muss ich jetzt hier auch gar nicht dran machen. Mal eben gucken.
Die Wurzel, lebt die hier überhaupt noch? Ah, oh, hätte ich nicht gedacht, die lebt hier noch. Eine ist leider abgestorben, da hatte nämlich auch das Tierchen dran geknabbert. Aber die Maus ist mittlerweile erfolgreich ausgezogen. Eben schauen. Ja, ich meine, ich weiß auch, die ist jetzt etwas zu groß, die Schale, oder etwas ist gut. Aber ich finde es einfach farblich schöner. Und man könnte jetzt auch darüber nachdenken, so als Front. Ich muss mal eben selber noch mal überlegen. An dieser Stelle werde ich jetzt etwas mehr vom Ast abschneiden, damit das Ganze letzten Endes auch ein bisschen harmonischer wird. Hat auch den Vorteil, dass dieser untere Bereich letzten Endes auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Sonne abbekommt. Und ich möchte halt im Laufe der Zeit, dass auch dieser Bonsai eine dreieckige Form bekommt. Ne? Jetzt natürlich nicht wie ein gerades Dreieck, sondern sagen wir mal wie ein krummes Dreieck. Das war jetzt natürlich irgendwo ein bisschen Risiko, so viel abzuschneiden. Ach, und ich hatte noch eine größere Wurzel gekappt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Die hatte ich im Laufe der Zeit schon mal gekappt, als ich den gekauft hatte. Hier ist so eine Schnittstelle, ja, könnt ihr nicht mehr sehen. Ich habe jetzt noch mal ein Stückchen weggenommen. Beim nächsten Umtopfen werde ich dann halt wieder ein Stückchen von dieser dicken Wurzel abschneiden. Weil auch bei den Wurzeln wollen wir auf Dauer gesehen ganz viele feine Wurzeln, die dann letzten Endes die Nährstoffe und auch das Wasser aufnehmen. Ja, halt mit diesen ganz, ganz dicken Öschis hier, da kannst du eigentlich nichts mit anfangen. Aber ich denke, die Entscheidung war nicht schlecht. Ja, im Zweifel sonst auch einfach mal dran lassen, ne, wenn ihr euch unsicher seid. Weil, wie bereits, glaube ich, zumindest schon erwähnt, ab ist letzten Endes nun mal ab. Aber ich denke, so viel werde ich jetzt hier bei dem auch nicht mehr machen. Aber man sieht halt schon, dass es irgendwo ein Supermarkt-Bonsai ist. Hier sind überall so größere Schnittstellen, dann halt auch mit diesen dicken, fetten Wurzeln, die er hatte. Die werden halt mal eben ratzfatz ja, zu einem Bonsai herangezogen. Aber auch daraus kann man im Laufe der Zeit was Schönes machen. Was mir bis heute auch noch nicht so richtig gefällt, das hier. Ist auch irgendwo ein Problembereich. Hier muss ich auch mal gucken, was ich da in der Zukunft aufbauen möchte. Es kann auch gut möglich sein, dass der hier irgendwann wirklich mal komplett weggeschnitten werden wird. Weiß ich allerdings an dieser Stelle noch nicht. Aber so sieht er auch schon mal besser aus als zuvor, zumindest nach meiner Meinung. Umgetopft werden die beiden erst wieder in 2 bis 3 Jahren. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.